And there could be a situation where a number of very decent companies have got a very uncomfortable borrowing structure and money comes due to them at the exact wrong time. And that's when they pick up a phone, as did Tiffany and Harley Davidson and you name it. I mean, a whole bunch of companies in 2008. That sort of thing will happen again, whether it results in us getting the calls or what the world is exactly at that time. But the one thing we know is that the number of phone calls that you can make at a time like that is very, very limited. Prophezeit Warren Buffett die nächste Wirtschaftskrise. Herzlich willkommen hier zu diesem Video. Ich habe mir das Warren Buffett und Charlie Munger Berkshire Shareholders Meeting reingezogen und es gibt ein paar wahnsinnig interessante Punkte, wie Warren Buffett die wirtschaftliche Situation gerade einschätzt. Wir schauen es uns einmal gemeinsam an. At the 2010 Berkshire annual meeting, you said the one question that you would ask of the Berkshire CEO would be about the distribution of cash to shareholders as the Berkshire cash pile grows larger and larger. So let me ask that question. Do you still feel confident of the future prospects for our over $100 billion in cash on hand, or are we getting closer to cash distributions? Well, the one thing, if Berkshire shares are selling for less than we think they're worth, that could be a pretty big way to distribute cash. But what we'd really like to do is buy great businesses. If we could buy a company for $50 billion or $75 billion, $100 billion, we could do it. And we can do it, and our word's good. It's difficult with a public company because, in effect, if you bid on a company, you make the bid, and their shareholders vote months later, and you're giving an option. If we're good for it, and the other guy has a way to top you, or all kinds of things, they can get out of it, and you get paid 2% for that or 1% for that. That is not an appropriate price. And on the other hand, Delaware will decide whether they should do it or not, and that's the way the world is. I mean, that's the law. So it'd be easier to do with a private company, and there aren't very many that are big. On the other hand, there's nobody else that can quite make a deal like we can under the right circumstances. And there could be a situation where a number of very decent companies have got a very uncomfortable borrowing structure, and money comes due to them at the exact wrong time, and that's when they pick up a phone, as did Tiffany and Harley Davidson and you name it. I mean, a whole bunch of companies in 2008. That sort of thing will happen again, whether it results in us getting the calls or what the world is exactly at that time. But the one thing we know is that the number of phone calls that you can make at a time like that is very, very limited. And there can be good companies. They don't want to sell the company necessarily, but they just may need $5 or $10 or $20 billion, depending on what company you're talking about. And that can happen, and our own shareholders can be selling the stock too cheap, and we'll never do anything to make them sell it cheap, and we'll tell them the truth about what the business is. But if market circumstances result in us being able to buy in $50 billion of our own stock, we'll buy it. So we'll see what the world holds. But we don't have the opportunities we used to have, but we've got enough, and we're making money with the things we have. It isn't killing us to hold 130 billion of bills at 5% plus bond equivalent yields, and everybody says, well, yields are going to go down in the future. I don't have the faintest idea what yields are going to do in the future. And the prime rate was 21.5% in 1981 or 2, and people were worried that it was going to go totally spin out of control.
and Volcker kept it from happening. But if Volcker hadn't been in there, who the hell knows what would have happened? So we're running Berkshire so that we'll do okay, and maybe we'll do a little bit better than okay. Charlie? Okay, maybe fine. The next question comes from Ellie. Also wir sehen auf jeden Fall, Berkshire hält 130 Milliarden Cash. Das ist natürlich eine richtig fette Menge an Cash. Aber, und das ist ja das, was er sagt, es gibt nicht viele Firmen, die diese Möglichkeiten haben. Und dann sagt er, wenn die Situation kommt, und er sagt, sie wird irgendwann kommen, dass andere Firmen Geld brauchen, dann werden sie Berkshire anrufen. Ebenso wie es 2008 passiert ist. Sie rufen an und das ist das, was man bei Berkshire Hathaway, bei Warren Buffett verstehen muss. Warren Buffett verdient so viel Geld nicht in den guten Jahren. Weil Berkshire diesen konservativen Ansatz des Investierens verfolgt, verdienen sie das Geld nicht in den guten Jahren. Sie verdienen das Geld, wenn wir eine Krise haben, sagt er ja auch, oder? If market conditions drop, sodass die eigenen Aktionäre die Berkshire-Aktie verkaufen würde, dann würde er auch die Berkshire-Aktie zurückkaufen. Aber der entscheidende Punkt ist, der Buffett verdient immer dann das Geld, wenn die anderen, weil ihre Emotionen dominieren, weil wir eine Krise haben, verkaufen und er unter dem Wert kaufen kann. Das einfachste Beispiel ist, stell dir mal vor, der Markt steht bei 100, Berkshire steht bei 100, dann fällt der Markt 40% auf 60, aber Berkshire fällt nur auf 80, weil sie eben konservativer unterwegs sind. Jetzt ist Berkshire bei 80, der Markt bei 60. In den nächsten 10 Jahren, nehmen wir wieder an, haben sie die gleiche Rendite. Bedeutet, Berkshire verdoppelt sich von 80 auf 160, der Markt verdoppelt sich von 60 auf 120, die gleiche Rendite. Aber dadurch, dass Berkshire damals 20% in der Krise weniger verloren hat, haben sie jetzt über die nächsten 10 Jahre den Markt um 50% outperformt. Und natürlich macht Berkshire meistens eine bisschen schlechtere Rendite, aber sie verlieren weniger in der Krise und kaufen günstiger in der Krise ein. Das bedeutet, dass Berkshire und Buffett Krisen so gut managen und Cash auf der Seitenlinie haben, um günstig in super Unternehmen einzusteigen, weil diese Unternehmen keine andere Wahl haben in dieser Situation, ist das Erfolgsrezept von Berkshire Hathaway. Und ich finde, man sieht oder hört da zumindest auch raus, dass Warren Buffett sich in seinem prognosefreien Ansatz, er sagt, er hat keine Ahnung, was die Zinsen in den nächsten Jahren sein werden, dennoch darauf vorbereitet bzw. es im Hinterkopf behält. Es kann einfach sein, dass wir im aktuellen Umfeld nochmal ein starkes Risikoprofil haben, das sich eventuell materialisiert und dann kriegt er wieder die Möglichkeit, günstig einzukaufen. Also ich kann euch nur sagen, man kann von Warren Buffett wahnsinnig viel lernen. Schaut euch Teile dieser es gibt ja auch diese kurzen Ausschnitte auf YouTube, aber schaut euch die Shareholders-Konferenz an. Es ist das Shareholder-Meeting. Es ist wahnsinnig inspirierend, sich mit der Person Warren Buffett auseinanderzusetzen, weil er einfach seinen Prinzipien so treu ist. Und wenn du über so lange Zeit deinen Prinzipien treu bist, immer eine gewisse Performance erzielst, die ist bei Buffett nie zu hoch, aber eben auch nie zu gering. Und durch diese Persistence, dadurch, dass er nie, wie die meisten Kryptoinvestoren, alles verliert, sondern immer persistent seine konstante Rendite macht, compoundet er so krass, hat dann auch über 90% seines Vermögens verdient, als er schon über 60 war. Einfach deswegen, weil wenn du alle paar Jahre verdoppelst, dann ist natürlich die Verdopplung im späten Alter, jede Verdopplung haut dann eben. Interessiert deine Meinung? Wie stehst du zu Warren Buffett? Hast du dir die Shareholders Conference angesehen? Und vor allem interessiert mich, sehen wir den großen Crash noch oder glaubst du, wir sind bereits im Bullenmarkt?